Das heißt, das ist immer noch das Thema aktuell, dass wir eigentlich jetzt inzwischen 180 Supermärkte betreiben mit entsprechender Serverinfrastruktur und Einkaufswagen. Also jeder Einkaufswagen ist wieder ein kleiner Rechner natürlich. Und das wollten wir halt irgendwie bewerkstelligen, ohne jetzt irgendwie ein 300-Mann-Team da aufzubauen. Und damals wie heute ist irgendwie die Herausforderung, das Ganze möglichst zu automatisieren und übersichtlich zu machen, also Thema Monitoring und Reporting, dass man das mit so einem kleinen Team auch irgendwie stemmen kann. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rossi IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wall of Confusion. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Christian Steinberger, ich bin IT-Stratege, Manager und Leader aus Leidenschaft und mittlerweile seit mehr als 10 Jahren in Industrie und Dienstleistung im Einsatz. Unser Format dreht sich um spannende Themen und aktuelle Entwicklungen aus IT und Digitalisierung. Wenn ihr also nach Inspiration und neuen Ansätzen sucht oder einfach nur gerne am IT-Zahn der Zeit bleiben wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wie ihr ja vielleicht wisst, haben wir immer spannende Gäste bei uns und das ist natürlich auch dieses Mal wieder so. Heute da ist der Stefan Marketsmüller, DevOps-Enthusiast und IT-Manager. Hi Stefan, aber ich glaube, jetzt habe ich schon einen ersten Fehler gemacht. Du heißt gar nicht mehr Marketsmüller, oder? Das ist richtig, ja. Stefan Rupp ist jetzt der neue Name, seit kurzem. Ich muss mich selber noch ein bisschen dran gewöhnen. Okay, also herzlich willkommen, Stefan Rupp. Herzlichen Glückwunsch noch im Nachhinein und ja, schön, dass du da bist. Danke. Ich kenne dich ja schon eine Weile. Wir haben vor mehr als, lass mich überlegen, ich glaube, einem Jahrzehnt zusammen studiert. Das war noch Wirtschaftsinformatik an der TH Rosenheim. Ja. Genau, aber unsere Hörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Deshalb vielleicht stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du so? Genau, also Stefan Rupp jetzt offiziell der richtige Name. Ich bin mit dir eben damals in der TH in Rosenheim unterwegs gewesen, also auch Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann relativ schnell, also schon unterm Studium bei der jetzigen Firma eingestiegen, bei der Pentland First Software GmbH, damals als Werkstudent, damals auch noch in anderem Bereich, also während der ganzen Zeit hat sich die Firma ein bisschen entwickelt. Ich bin immer noch bei der gleichen Firma, sind jetzt auch 10 Jahre inzwischen. Und gestartet hat das eigentlich klassisch mit Unternehmensberatung, Softwareentwicklung für verschiedenste Kunden, Mittelstand, größere Unternehmen. Und da hatten wir halt ganz normales Projektgeschäft. Und jetzt seit inzwischen 8 Jahren sind wir unterwegs mit einem anderen Produkt und haben nur noch dieses Produkt, das heißt Easy Shopper. Und das ist eine smarte Einkaufslösung, die wir zusammen mit der Edeka Minden Hannover in Deutschland ausrollen. Und in dem Bereich bin ich jetzt als Teamleiter mit einem Kollegen zusammen für das Betriebsteam, also Operations, zuständig. 10 Jahre ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit. Also ist dieses Produkt auch schon seit 10 Jahren in Entwicklung oder hast du an verschiedenen Themen gearbeitet? Zu Beginn eben wirklich auch Projektarbeit bei verschiedenen Kunden. Das war Prozessberatung, kleinere Softwareentwicklung für Kunden. Immer so ein bisschen im Bereich Microsoft-Schwerpunkt. Das heißt, viel in der Azure Cloud, sehr viel mit .NET, C# am Anfang. Und dann später kam eben dieses Produkt dazu. Das wurde erst als POC entwickelt und dann eben weitergeführt. Und irgendwann war der Fokus dann eben nur noch auf den Easy Shopper. Wir sind jetzt auch Teil von der Edeka Minden Hannover. Das heißt, die sind bei uns beteiligt. Alles, was da Projektgeschäft war, ist jetzt quasi in einer separaten Firma. Und wir machen nur noch dieses eine Produkt und betreiben das Ganze als Lösung. Ist es dann exklusiv in Edeka-Filialen oder gibt es da auch andere Kunden? Bis jetzt ist es in Deutschland nur in Edeka-Filialen und auch nur in einer Region. Wir hoffen natürlich, dass da noch mehr dazukommen. Und auch fürs Ausland ist es natürlich dann interessant, da andere Kunden zu gewinnen. Also es ist nicht mehr exklusiv für Edeka. Okay, nochmal um auf diese 10 Jahre zurückzukommen. Also klar, du hast anfangs andere Projekte auch gemacht, aber trotzdem wahrscheinlich schon jetzt eine ganze Zeit an selben Thema gearbeitet. Da hat sich wahrscheinlich doch einiges geändert, vor allem, ich sage mal, in der Art vielleicht, wie man zusammenarbeitet oder manche Themen herangeht. Von dem her, was sind denn aktuell so deine Themen und Herausforderungen? Gibt es da irgendwas Spezielles? Also wie du schon sagst, es hat sich ein bisschen gewandelt oder ein bisschen entwickelt, das Ganze. Was wir, glaube ich, immer so als Herausforderung gesehen haben, war
möglichst groß zu werden, ich sage von der Skalierung, ohne dass unser Team zu groß wird. Das heißt, das ist immer noch das Thema aktuell, dass wir eigentlich jetzt inzwischen 180 Supermärkte betreiben mit entsprechender Serverinfrastruktur und Einkaufswagen. Also jeder Einkaufswagen ist wieder ein kleiner Rechner natürlich. Und das wollten wir halt irgendwie bewerkstelligen, ohne jetzt irgendwie ein 300-Mann-Team da aufzubauen. Und damals wie heute ist irgendwie die Herausforderung, das Ganze möglichst zu automatisieren und übersichtlich zu machen, also Thema Monitoring und Reporting, dass man das mit so einem kleinen Team auch irgendwie stemmen kann. Bedeutet das, ihr habt 2 Teams, Entwicklung und Betrieb? Genau, also relativ klassisch sind die Teams noch so aufgeteilt, aber die Zusammenarbeit ist natürlich was sich geändert hat. Also es ist nicht mehr so klassisch, dass jetzt wirklich, ja, wie man es halt kennt, die Silos existieren, jeder macht sein Zeug und schmeißt über den Zaun, sondern das ist was bei uns relativ früh schon losgegangen ist, dass wir gesagt haben, wir müssen uns irgendwelche Tools suchen. Das war jetzt auch vielleicht, bevor das wirklich so klar war, dass es DevOps wird oder DevOps-Methoden sind, die wir da eigentlich anwenden. Das heißt, wir haben eigentlich begonnen, das zu automatisieren, was uns am meisten drückt. Und das war damals halt einfach ja, die Softwareentwicklung und das Deployment von den ganzen Geschichten, dass wir zum Beispiel für jeden Supermarkt 50 oder 60 Einkaufswagen aufsetzen mussten. Das heißt, das war so der erste Punkt, wo wir gesagt haben, hey, das müssen wir automatisieren, weil das sind einfach manuelle Tasks und das bindet sehr viel Zeit. Das heißt, wir haben begonnen, wirklich da uns zu überlegen, wie wir sowohl jetzt Provisionierung machen können, als auch Software-Rollouts machen können und das Ganze möglichst durch irgendwelche Pipelines gesteuert ausrollen können. Und ja, das war so der erste Schritt damals. Also provisionieren, bereitstellen von Servern, schauen, dass alles out of the box läuft. Genau, ja. Also wirklich, es gibt ein paar Basissachen, die wirklich vorinstalliert werden, Images, und der Rest wird bei uns sehr viel mit Ansible gemacht und das war damals schon so der Fokus. Und damals waren wir, glaube ich, noch irgendwie so mit 2, 3 Leuten im Betriebsteam unterwegs und das ist inzwischen halt dann angewachsen auf natürlich auch mehr Leute. Aber ich glaube, mit ja, relativ wenig Leuten waren wir dann schon schnell bei 50 Supermärkten, die wir da irgendwie betreuen konnten und auch deployen konnten. Jetzt hast du schon das Thema DevOps angesprochen. Du bezeichnest dich ja selber als DevOps-Enthusiast. Ist es jetzt auch so ein bisschen der Hintergrund, wie du auf diese ganze Thematik gestoßen bist, also im Zuge dieser Zusammenarbeit und diesem Projekt, oder gibt es da noch mehr? Ja, würde ich schon sagen, dass es so passiert ist. Also nicht so klassisch, dass jemand sagt, wir machen jetzt DevOps, sondern wir haben halt irgendwie losgelegt und haben halt Sachen umgebaut, geändert in unserem Prozess, in unseren Methoden, weil wir das irgendwie gebraucht haben. Und im Nachhinein bin ich dann halt so klassisch, wie es vielleicht viele irgendwie mal in der IT gemacht haben, über irgendwelche Bücher gestolpert, das Phoenix Project zum Beispiel, dass da so der Klassiker ist, wo ich dann wirklich so gesehen habe, okay, andere Firmen haben ähnliche Herausforderungen und da gibt's irgendwie was und eigentlich machen wir schon einen Teil davon. Wie kann man das denn jetzt noch weiter treiben? Und so ist das Ganze dann losgegangen, dass ich mir halt immer noch ein bisschen mehr da draufgepackt habe in dem Bereich und versucht habe, dann noch irgendwie andere Sachen zu finden, die bei uns vielleicht auch noch angepasst werden können, einfach um es noch ein bisschen komfortabler zu machen, noch ein bisschen besser zu machen in der Zusammenarbeit zwischen den Teams und da einfach so ein paar, ja, Reibungen zu beseitigen, die es halt da immer wieder gibt. Kannst du ein bisschen genau auf diese Reibungen eingehen? Also ein paar greifbare Beispiele? Ja, also ich glaube so, dass das, was uns am Anfang, glaube ich, da recht schnell getroffen hat, ist so das Thema Versionierung oder Config-Management, weil wir doch sehr viele verschiedene Varianten auch hatten. Also es war halt einfach ein POC. Das heißt, wir hatten sehr viele verschiedene Hardware-Generationen oder Kombinationen im Feld. Und je nachdem musste da irgendwie eine andere Software drauf oder eine andere Version von der Software drauf. Und das war am Anfang etwas sehr manuell, sodass keiner mehr wirklich einen Überblick hatte, was denn jetzt wo läuft. Und das war so das erste Thema, so Configuration Management, wo wir gesagt haben, das hat alle so ein bisschen gestört, aber nicht so viel, dass da jemand gleich am Anfang was gemacht hätte. Und ja, also ich glaube, so Themen kommen immer wieder auf. Und das war auch das, glaube ich, wie wir das angegangen sind, dass wir immer gesagt haben, wo drückt es gerade am meisten? Und vielleicht auch ein bisschen mal ins andere Team reingehört haben, was die vielleicht so an Probleme haben und dann eins nach dem anderen so ein bisschen abgearbeitet. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, eins nach dem anderen abgearbeitet, ein Thema nach dem anderen angegangen. Bedeutet also, ihr habt jetzt nicht gesagt, DevOps Framework oder dieses Thema ist jetzt was für euch und ihr
führt das alles auf einmal ein, sondern wirklich geguckt, wo sind eure Pains und habt dann stichhaltig nachgebessert. Genau, so würde ich es auch sagen. Also wir haben, glaube ich, schon eine gute Basis gehabt. Also wir waren schon sehr agil in der Softwareentwicklung unterwegs. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Bilderbuch Scrum gemacht haben, sondern halt, wie es halt in der, in der reellen Welt ist, so ein bisschen was zusammengesucht. Aber das Software-Team hat schon im Scrum-Prozess gearbeitet. Das Betriebsteam auch. Wir haben das inzwischen ein bisschen umgestellt. Wir sind jetzt eher mit zum einfachen Kanban-Modell unterwegs, nicht mehr mit dem klassischen Scrum, weil das für uns besser passt in unserem Team. Und das war, glaube ich, schon mal so eine gute Basis für das Ganze. Und dann haben wir halt da wirklich Stück für Stück noch irgendwie was dazugenommen. Mhm. Phoenix-Projekt, ich muss es einfach nochmal ansprechen, wäre auch eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich aus dem ganzen Bereich DevOps. Wenn du an die prägnantesten Punkte vielleicht denkst, die dich beeindruckt haben, kannst du das vielleicht kurz widerspiegeln, wie sich das in deinem Team ausgewirkt hat? Also wenn ich an das Buch denke, dann denke ich immer an den einen Entwickler, der alles richten kann und keiner genau weiß, was er denn eigentlich dann wirklich repariert hat. Und solche Fälle hatten wir auch, dass wirklich du irgendwie zu jemandem hingegangen bist und hast gesagt, hey, das funktioniert nicht. Wir haben da alle schon rumprobiert, stundenlang und finden das Problem nicht. Und der behebt es in 5 Minuten und du weißt eigentlich gar nicht, was er gemacht hat. Und das sind immer so Sachen, wo ich mir dann gedacht habe, sowas darf es irgendwie nicht geben, dass du so abhängig bist von einem oder auch die Informationen einfach so gebündelt sind bei einem, weil es auch den einen wirklich so einspannt und der dann so ein Engpass ist irgendwie. Deswegen alles, wo man irgendwie mehrfach zu Leuten hinläuft, hätte ich gesagt, muss man wirklich irgendwie dokumentieren oder anders handhaben, dass da wirklich alle wissen, was Sache ist oder nachvollziehen können, was passiert. Also das hat mich da wirklich sehr, sehr geprägt und da habe ich auch sofort irgendwie gedacht, hey, das gibt's bei uns auch. Und ich glaube, das gibt's irgendwie bei sehr vielen Projekten oder sehr vielen Produkten, dass das irgendwie so gebündelt ist. Und das ist jetzt nicht mal böswillig von der einen Person oder so, sondern das ist halt einfach historisch gewachsen. Und es gibt mehrere Gründe, warum das vielleicht nicht abgebaut wird, aber die soll man nach und nach ein bisschen reduzieren. Also das klassische Flaschenhals-Problem. Kenne ich tatsächlich auch. Also gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Du hast jetzt schon Know-how-Transfer angesprochen. Wie habt ihr denn das in der Praxis gelöst? Also neben Know-how-Transfer auch noch andere Ansätze ausprobiert? Ja, also es war schon größtenteils wirklich Know-how-Transfer oder auch, ich sage jetzt mal, wenn das eine Entwicklerressource war, die da irgendwie der Engpass war, dass wir einfach die Lösung irgendwie oder die Feedback-Schleifen, das ist auch so der klassische Shift Left, also weiter nach vorne verlagern im Prozess, dass ich erst gar nicht so weit gehen muss. Also irgendwelche Tools geschaffen oder irgendwelche Zugriffe auf Tools geschaffen, dass vielleicht schon jemand im Support, im Betrieb das Problem erkennen und lösen kann, statt dass ich da wirklich zum Entwickler laufen muss jedes Mal und sagen muss, wir kommen nicht weiter, bitte rette uns. Nachdem ihr diesen Flaschenhals beseitigt habt, habt ihr auch dann tatsächlich, ich sage eine Verbesserung mal in der Effizienz bemerkt? Also wirklich was Messbares? Ich glaube, dass, also wenn ich da jetzt so ein bisschen ausholen muss, wir hatten da auch ein anderes Support-Modell, also das wirklich da in der Anfangsphase, wo noch die heiße Phase war, wo es darum ging, okay, das ist jetzt ein POC, da muss alles funktionieren einfach. Da gab es dann eine Rufbereitschaft für Entwickler, sage ich jetzt mal. Und allein schon, dass du das los wirst, danken dir die Entwickler. Und es hilft auch allgemein, dass es halt irgendwie besseres Zusammenspiel dann wieder gibt, weil es halt nicht irgendwie so eine Notfallschicht geben muss, die da irgendwie einspringt, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Um noch einen anderen Punkt aus dem Buch aufzugreifen, es wird ja auch herausgearbeitet, früher war es ja so, es gab fixe Zeitpunkte für Deployments, das war im Extremfall 2-mal im Jahr, heute ist es ja alles ganz anders. Wenn ihr das jetzt an eurer eigenen Arbeit reflektiert, kann man diesen Prozess tatsächlich genauso nachvollziehen? Also im Vergleich zu damals ist es wirklich viel öfter oder seid ihr einfach öfter in der Lage zu deployen, auch mal schnell Fehler nachzukorrigieren? Wie schaut das denn in der Praxis so aus? Ich glaube, da muss man es bei uns ein bisschen trennen. Es gibt Sachen, die wir im Live-Betrieb deployen können und es gibt Sachen, die dann nicht so ganz funktionieren. Ich glaube, alles, was bei uns zentral in der Cloud läuft, kann normalerweise jederzeit deployed werden. Das heißt, wenn es da irgendwelche Hotfixes gibt, können die da sofort eingespielt werden. Wenn es um Sachen geht, die direkt auf dem Einkaufswagen oder auf dem Marktserver laufen, da kommt es ein bisschen drauf an, ob das irgendwas ist, was im Live-Betrieb neu gestartet werden kann oder nicht. Und
Also da sind wir noch dran, dass wir das noch mehr optimieren natürlich. Das ist auch was einen technischen Hintergrund dann noch irgendwie hat, dass man das ein bisschen ausbessern muss oder anders gestalten muss. Momentan ist es so, dass wir hauptsächlich alle 3 Wochen deployen, außerhalb von den Geschäftszeiten von Edeka. Da sind dann auch die Services dabei, die quasi nicht im Live-Betrieb laufen können. Und alles andere könnte man jederzeit machen. Also gerade, wir haben auch noch eine App dazu, die kann eigentlich jederzeit deployed werden und genauso das Backend dazu. Genau, also das ist so eine Mischung. Also je nachdem, welcher Service das ist. Und das ist vielleicht eine aktuelle Herausforderung, dass wir die wirklich nicht live deployed werden können oder nur mit einer kurzen Downtime, die wir vielleicht den Kunden nicht zumuten wollen, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, dass wir die noch irgendwie austauschen durch ein anderes Betriebsmodell, dass das auch mit einem AB-Deployment oder einfach mit einem Switch möglich ist, direkt umzustellen. Weil du jetzt gerade schon Cloud angesprochen hast. Seid ihr auf eine Cloud festgelegt oder seid ihr Multicloud? Und vor allem würde mich auch interessieren und ich hoffe, unsere Hörer auch, wie seid ihr denn vom Tooling so aufgestellt? Also Ansible hast du vorher schon angesprochen fürs Provisionieren. Genau. Also wir betreiben momentan die Lösung in der Azure Cloud. Hintergrund ist auch der, dass wir da schon am meisten Erfahrung hatten im Microsoft-Bereich am Anfang, deswegen sind wir da gestartet und lösen gerade so die letzten, sag ich jetzt mal, Cloud-bindenden Elemente. Also wir haben in der Cloud das meiste mit Terraform provisioniert jetzt inzwischen. Das heißt, eigentlich könnte man da mit ein paar Änderungen das auch in einer anderen Cloud betreiben. Das sind jetzt ein paar Azure-spezifische Sachen mit dabei momentan. Das ist jetzt im Speziellen der Service Bus Event Hub. Und für die ganzen Secrets Management haben wir noch ein bisschen Key Vault dabei. Aber es gibt ja in jeder Cloud, sag ich mal, ähnliche Services. Das heißt, es wäre nur eine Umstellung von den Services, wenn man es in einer anderen Cloud betreiben wollen würde. Mhm. Okay, Terraform, ein Key Vault, habt ihr noch andere HashiCorp-Produkte oder ähnliches auch im Einsatz? Nee, HashiCorp nur die 2 Sachen quasi und also Key Vault nur den Azure Key Vault, nicht den HashiCorp Key Vault. Genau. Und ansonsten sind wir also vom Tech-Stack her sehr bunt aufgestellt. Wir haben sehr viele .NET-Services, inzwischen sehr viele Go-Services. Auf den Einkaufswagen an sich haben wir noch alles Mögliche ich glaube, wir haben noch einen Python-Service, wir haben irgendwas in Rust, haben noch Node-Services. Also es ist wirklich sehr gemischt und die App bei uns ist mit React Native gebaut. Ja, und sonst Frontend-mäßig React, genau. Mhm. Okay, wenn man jetzt ein bisschen noch reflektiert also du hast ein bisschen was erzählt über die alten Arbeitsmethoden bis zu diesem agileren Modell, wie ihr jetzt in der Lage seid, alle 3 Wochen entsprechend zu deployen etc. Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Vorteile, die sich daraus sowohl für den Kunden als auch für euch als Dienstleister ergeben? Vielleicht nicht aus dem Deployment an sich, sondern aus dieser Struktur, die wir aufgebaut haben mit dem Infra as Code. Man kann relativ schnell neue Supermärkte hinzunehmen. Also in der Hochphase hatten wir, glaube ich, 2, 3 Supermärkte pro Woche, die dazugekommen sind. Das heißt, da sind jeweils Server deployed worden vor Ort. Da sind Einkaufswagen aufgesetzt worden. Also die kommen wirklich mit einer sehr minimalen Installation an, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nicht so viele Secrets da irgendwie drum liegen haben auf so einem Einkaufswagen auf Werkseinstellungen. Wir wollen da keine WLAN-SSIDs oder Passwörter mit drauf haben. Das heißt, das meiste passiert dann wirklich erst im Markt. Und das ist, glaube ich, so der große Vorteil, den wir hatten, dass wir dann einen guten, schnellen Rollout machen konnten mit sehr relativ vielen Supermärkten und Einkaufswagen und trotzdem noch, sage ich mal, den Überblick behalten und das Ganze möglichst automatisiert zu steuern. Mhm. Jetzt gibt es ja bestimmt noch viele Unternehmen, die noch ein bisschen starr arbeiten, beziehungsweise diese typische Silo-Organisation haben, die du angesprochen hattest. Was würdest du den Unternehmen empfehlen, die ihre Teams wirklich von solch einer Organisation hin zu einem agileren und gemeinschaftlicheren Ansatz der teamübergreifenden Zusammenarbeit entwickeln wollen? Also ich glaube, das ist nichts, was man, ich sage jetzt mal, von oben herab erzwingen kann. Das ist was irgendwie aus dem Team wachsen und entstehen muss und das muss irgendwie getragen werden vom Team. Das ist jetzt nichts, das irgendwie sagt, auch wie klassisch bei Scrum. Ich kann mir nicht einfach einen Scrum Master hinhocken und danach funktioniert alles. Es muss irgendwie das ganze Team mitgehen und so denke ich auch, ist es bei allgemein allen agilen Themen oder auch jetzt bei DevOps. Ich brauche da mehrere Leute, die den Nutzen sehen, den Sinn sehen und vielleicht auch erstmal die Probleme sehen, die es momentan gibt und wie es da helfen kann. Ist das auch ein typisches Change-Management-Thema, denkst du? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also das ist ein klassisches Thema, denke ich, so für Change Management.
wo man das irgendwie mit begleiten muss. Mhm. Wie würdest du denn sagen, also das ist ja dann auch ein typisches Thema von Selbstmanagement oder Nutzen sehen, und wie würdest du denn Teams befähigen, sich wirklich in solch eine Form der Zusammenarbeit zu entwickeln? Hast du da Tipps? Ja, also ich glaube, es ist zuerst mal wenn es das noch nicht gibt, Austausch zwischen den Teams. Das heißt, Entwickler und Betrieb dürfen sich beschweren nicht über das andere Team, sondern über irgendwie Probleme in der eigenen Arbeit, in der Arbeit miteinander. Und daraus muss ich dann halt wirklich versuchen, irgendwie Maßnahmen abzuleiten und zu sagen, hey, okay, ich habe das Problem, dass irgendwie zu unregelmäßig fertige Pakete erstellt werden von meiner Software. Ich muss anfangen, mir Pipelines anzuschaffen, irgendwie, um Builds laufen zu lassen, um irgendwie, also eine CI-Pipeline zu haben, vielleicht eine CD-Pipeline dann zu haben, um einfach regelmäßiger fertige Software zu erstellen oder zumindest Pakete von fertiger Software. Und dann gehe ich halt einen Schritt weiter. Wenn ich das schon habe, dann mache ich mir halt Gedanken, wie ich vielleicht den Schritt davor, also wie komme ich zu den eigentlichen, Maschinen oder Services, die dann wirklich die Software erhalten, also Provisionierung, dann das Thema Infrastructure as Code, am besten dann auch schon in den Pipelines irgendwie mit einzubinden. Das ist, glaube ich, auch so die Richtung, die wir gemacht haben. Erstmal die Builds irgendwie zu automatisieren und dann wirklich die Grundlage, also die Provisionierung von den Geräten, dass ich dann entsprechend die Software drauf laufen lassen kann. Mhm. Also aus meiner Erfahrung ist es ja so, also mein Fokus ist ja auch Teamführung und Leute zum Selbstmanagement zu befähigen. Man muss ja auch solche Pains ableiten. Also ich arbeite da immer ganz gern mit regelmäßigen Retrospektiven, dass man vielleicht ein paar Key Takeaways aus diesen Retrospektiven mitarbeitet oder zielgerichtet an diesen Themen arbeitet. Vielleicht nicht zu viel, auch priorisiert, 1 bis 2, 3 Stück, sodass man ans Ziel kommt. Und danach heißt es dann Zusammenarbeiten, Partizipation, Kommunikation und kontinuierliche Verbesserung. Ist das ein Ansatz, den du auch so verfolgst, oder hast du noch mehr Tipps? Wir hatten am Anfang, glaube ich, einfach immer so den Punkt, dass wir gesagt haben, in jedem Sprint muss für intern was mit dabei sein. Also nicht nur Kundenfeatures, sondern auch irgendwelche internen Verbesserungen. Einfach um da irgendwie was mit dabei zu haben. Also ich glaube, wir haben verschiedene Ansätze probiert. Wir haben mal, ich sag mal, so einen ganzen internen Sprint gemacht, wo nur irgendwie interne Tools weiterentwickelt wurden. Wir hatten das probiert mit irgendwie, jeden Sprint muss ein, zwei Features irgendwie mit dabei sein, die uns intern irgendwie helfen, besser zu werden. Und jetzt inzwischen ist es einfach so nach Bedarf. Also jetzt kommen halt da Themen auf und dann gibt es halt auch User Stories, die jetzt nicht nur einen Nutzen für den Endkunden, sage ich jetzt mal, haben, sondern auch so Tech Stories, die dann wirklich für intern gedacht sind. Und da werden mal mehr, mal weniger mit eingeplant. Also ist es eigentlich eine natürliche Entwicklung geworden? Also aus diesem. Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, das war wirklich vorher so ein bisschen nicht gezwungen, aber dass man einfach so einen Platzhalter dafür hat, dass man daran denkt, dass man auch intern irgendwelche Sachen entwickeln muss, bevor es zu spät ist und ich irgendwie nur den eigenen Backlog an Problemen hinterherlaufe. Und jetzt ist es, glaube ich, ganz gut eingegroovt, dass man immer so ein Gefühl hat, so, jetzt haben wir noch ein bisschen Luft, haben wir da noch irgendwie intern ein Thema, dass wir das dazu nehmen. Also ja, ich würde sagen, das ist so eine natürliche Entwicklung irgendwie gewesen, dass man das vielleicht nicht mehr so geblockt machen muss als Punkt im Sprint Planning oder in der Retro, sondern dass das jetzt einfach so ist. Also ich glaube, jeder kann irgendwie eine User Story aufmachen. Dadurch ist es einfach dann gegeben, dass halt hoffentlich auch die Leute ihre Problemchen da irgendwie mit einbringen. Genau so soll es doch sein. Du hast vorhin auch das Thema Kanban angesprochen, also dass ihr euch mit Kanban-Boards organisiert. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen umreißen, wie ihr das macht, wie ihr da aufgestellt seid und vielleicht auch vom Tooling ein bisschen was erzählen? Ja, also allgemein ist eigentlich die ganze Firma mit Azure DevOps unterwegs als Plattform. Das heißt, die Entwickler haben da ihre Sprintplanung auch mit drin und wir als Ops-Team haben quasi ein eigenes Team und haben irgendwie für uns festgestellt, dass so die Planung also Software sind 3 Wochen Sprints unterwegs. Also die Planung auf 3 Wochen für uns ein bisschen schwierig ist, weil wir sehr viele, ich sage jetzt mal, Rollout-Tasks hatten, gerade so in den ersten Phasen, wo sehr viele Supermärkte ausgerollt wurden, dass wir nicht wirklich auf 3 Wochen planen konnten und uns das ein bisschen zu unsicher war, weil da zu viele ungeplante Sachen reingekommen sind. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir probieren das mal mit einer Woche. Das heißt, wir haben dann eigentlich eine kurze Wochenplanung, wo wir am Anfang und am Ende mal draufschauen und haben dann ein Kanban-Board einfach mit den Tasks, die für diese Woche anstehen.
und schieben uns das da zurecht. Das hat irgendwie für uns ein bisschen besser funktioniert. Was wir dann halt auch gemacht haben, ist, das ist auch so ein, weiß nicht, ob es im Phoenix Project drin ist oder irgendeinem anderen Buch. Es gibt ja immer das Problem, dass man diese ganzen ungeplanten Tasks hat und das ja irgendwie auch Arbeit ist, aber die irgendwie nicht so wirklich erfasst wurde. Und wir haben eine Zeit lang dann einfach mal wirklich alles an ungeplanten Tasks auch im Taskboard, also in dem Kanban-Board mitgetrackt, einfach um Gefühl zu kriegen, was sind denn diese Tasks, die allen irgendwie so ein bisschen die Zeit rauben, und die dann auch nach und nach zu reduzieren. Also das ist so der Ansatz, den wir da uns überlegt haben, um vielleicht auch dem Problem so ungeplanter Arbeit ein bisschen Herr zu werden. Das ist ein total spannendes Thema. Hilft ja auch Flaschenhälse zu vermeiden, aufgrund von zu viel ungeplanter Arbeit. Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also habt ihr dann wirklich irgendwann gesagt, analog dem Phoenix Project, jetzt macht ihr einen harten Cut oder einen Freeze und lasst diese ungeplante Arbeit erstmal liegen und macht die priorisierten Themen zuerst? Oder interessiert mich total. Ja, ich glaube, so hart haben wir es nicht gemacht. Vor allem, weil ich glaube, einige von den ungeplanten Aufgaben halt irgendwie Kundensupport oder diese Rollout-Aufgaben bei neuen Supermärkten waren und das kannst du halt irgendwie einfach nicht liegen lassen, weil der Kundensupport ist ja irgendwo auch deine Außenwirkung. Also wenn der nicht funktioniert, dann ist es ein bisschen schwierig, dein Produkt zu verkaufen. Und Rollout das Gleiche. Wir wollen ja irgendwie mehr Supermärkte anschließen. Das heißt, die zwei Sachen konnte man da nicht wirklich loswerden. Das heißt, dann sind es halt eher so die Blöcke, also ich glaube, bei uns war es nicht so extrem wie jetzt beim Phoenix Project, dass die meiste ungeplante Arbeit wirklich durch irgendwelche riesen Outages oder so wie sowas kommt. Aber klar gibt's halt auch irgendwelche Fälle, wo irgendwas nicht funktioniert, im Support auch, wo es vielleicht auch dann größere Ausfälle sind. Und sowas sollte man dann halt irgendwie versuchen zu reduzieren. Also das war, glaube ich, das, wo wir primär versucht haben, das loszuwerden. Und die anderen ungeplanten Tasks haben wir versucht zu gruppieren oder Leute eine Woche lang, sag ich mal, für einen Themenblock zuzuteilen, dass das halt nicht hin und her springt und immer verschiedene Leute da gebunden sind. Also dass wir zum Beispiel sagen, für einen Supermarkt ist dann ein Kollege zuständig und der kriegt alles, was da im Rollout dann irgendwie daherkommt. Genau, dass man da weniger Wechsel drin hat, das ist ja auch immer das Thema. Also so Handoffs. Ich glaube, wenn da einer das ganze Thema durchziehen kann, ist dann meistens einfacher, als wenn ich das die ganze Zeit hin und her gebe. Aber das sind halt auch so Sachen, die finde ich halt nur, wenn ich erstmal irgendwo vielleicht sehe oder aufpasse, was sind denn so die Themen, die ungeplant reinkommen und die dann immer mehrere Leute binden oder hin und her gehen zwischen verschiedenen Leuten. Ja, super. Danke für den Einblick. Nächster Gedanke, jetzt muss ich gerade immer an die letzte Episode denken. Da habe ich mit dem Simon gesprochen über Teamarbeit bei verteilt arbeitenden Teams, also hybride Teams. Wie ist das denn bei euch? Arbeitet ihr auch eher hybrid oder seid ihr tatsächlich alle im Büro? Also bei uns ist es, glaube ich, schon ja früher recht verteilt gewesen, dass Leute sehr viel im Homeoffice waren, auch jetzt vor Corona. Und wir haben auch jetzt 2 Standorte. Also das heißt einmal in München, oder beziehungsweise wir haben sogar 3 Standorte. In München, in Augsburg und in Minden, beziehungsweise in Porta Westfalica, weil da einfach die Nähe zu Edeka und zur Zentrale gegeben ist und das einfach ein starker Standpunkt für uns war noch, dass wir da gesagt haben, es macht Sinn, dass wir da vor Ort auch Leute aufbauen. Und bei uns im Team, also im Betriebsteam, ist es jetzt so, dass wir eben Kollegen vor Ort in Porta Westfalica und in München haben. Wir hatten noch einen Kollegen, der remote von Berlin aus gearbeitet hat. Und jetzt in München ist es auch so gut verteilt. Also ein Teil ist im Büro, ein Teil ist im Homeoffice, ein Teil ist gemischt. Das heißt, ihr habt auch das Thema mit der Zusammenarbeit. Also, weil die Kollegen nicht in unmittelbarer Nähe sitzen. Okay, warum frage ich jetzt? Weil gerade solche Tools, sei es jetzt Azure DevOps oder GitLab, mit ihren Kanban-Funktionalitäten ja dazu dienen, die Interoperabilität zwischen diesen Teams zu fördern. Ja? Ist das tatsächlich auch ein Benefit, den du siehst? Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, der eine Punkt ist, den man immer irgendwie als Vorteil aufzählt bei alle sind im Büro. Wenn was nicht funktioniert, kann ich zum Kollegen laufen, so ungefähr. Ich glaube, was das Tooling so hilft, ist einfach, dass man mehr Sachen vielleicht selbst erledigen kann, dadurch, dass man eine geteilte Toolchain hat einfach und nicht so abhängig ist von den anderen. Also ich glaube, da hilft das auf jeden Fall. Und es sind ja auch andere Punkte, die jetzt da nicht so, ich sag jetzt mal, das klassische Tooling sind, sondern eher so Firmenkultur beinhalten. Das heißt, irgendwie eine Plattform zu schaffen, wo man sich austauschen kann,
die nicht jetzt analog ist, sondern vielleicht halt digital. Oder auch, ja, die Möglichkeit, sich fortzubilden oder zu lernen. Also das sind eher so die Sachen, wo ich jetzt sehe, die jetzt nicht so das klassische Tooling sind, sondern einfach, wo ich halt irgendwie durch bestimmte Events, die ich regelmäßig habe oder durch bestimmte Plattformen, die ich habe, einfach die Möglichkeit schaffe, dass ich, egal wo ich bin, mich irgendwie informieren kann über das, was passiert. Wir haben jetzt zum Beispiel auch immer ein Review von der Software und von unserem Hardware-Team. Also wir haben auch noch ein Hardware-Team, das wirklich die Einkaufswagen an sich entwickelt, die Hardware. Da muss ich halt dann mir irgendwas überlegen, was ich mache, wenn die Leute nicht vor Ort sind. Das heißt, da gibt's dann halt irgendwie eine Aufzeichnung von einem Teams-Call, wo dann halt einfach neue Änderungen an der Hardware präsentiert werden, neue Änderungen an der Software. Also ich glaube, da muss ich mir ein bisschen was zurechtlegen, aber dann hilft das, glaube ich, allen ganz gut. Das Thema mit der Hardware war jetzt noch ganz spannend, da musst du mir jetzt mehr darüber erzählen. Also klar, ich denke, jeder weiß, was diese E-Shopper sind. Also das sind Einkaufswagen, wahrscheinlich mit einem großen Touchscreen-Monitor oder ähnliches. Und was macht ihr da hardware-mäßig selbst? Also wir haben verschiedene Varianten von dem Easy Shopper. Gestartet sind wir mit dem Easy Shopper Premium, wie wir den jetzt nennen. Das heißt, da ist komplett der Einkaufswagen neu designt worden. Das heißt, das Design kommt von uns. Sowohl was jetzt, ich sage jetzt mal, den Metallteil angeht, als auch die Elektronik und was da alles an Chips verbaut ist. Das heißt, das ist was wir selber machen, die Entwicklung von dem Einkaufswagen an sich. Plus wir haben noch eine neue Variante, den Easy Shopper Lite. Das heißt, das ist ein Add-on zu einem bestehenden Einkaufswagen, das ich einfach dran schrauben kann. Also nur ein Display, ein Scanner und eine Kamera. Und das andere ist halt ein komplettes eigenes Produkt. Und das ist auch alles bei uns quasi, also Design, sowohl von der Hardware als auch Elektronik liegt da auch bei uns. Okay, also ihr habt tatsächlich dieses klassische Durchgängige von Hardware-Bereitstellung, Provisionieren von Servern und dann eben auch diese Zusammenarbeit innerhalb der Teams, um das Ganze effizient zu gestalten. Genau, also das Einzige, wo wir quasi raus sind, ist Produktion. Das ist jetzt nicht unser Fachbereich, sage ich jetzt mal, aber sonst haben wir so die ganze Kette. Ja. Okay, und wie ich es verstanden habe, tatsächlich auch mit diesem ganzen DevOps-Gedanken einen totalen Benefit erzielt. Ja, also es sind auch so ein paar Sachen, die wahrscheinlich dann jetzt dass so nach und nach auch in anderen Teams dann irgendwo übernommen wurde. Unser Hardware-Team arbeitet auch in Sprints inzwischen. Wir haben jetzt nicht nur den Hardware-Design-Part, sondern wir haben auch so ein bisschen Hardware-Betrieb und Support, sage ich jetzt mal, wo es dann immer wieder irgendwelche Änderungen gibt, wo Teile ausgetauscht werden müssen oder irgendwelche Komponenten ausgetauscht werden müssen oder neue Komponenten ausgerollt werden müssen, weil sich irgendwas geändert hat. Die arbeiten auch jetzt in Sprints, was ja eher so der agile Gedanke ist, aber ich glaube, es sind auch so diese Austauschgeschichten, also wie kann ich einem anderen Team irgendwie helfen, dass es besser oder unabhängiger arbeiten kann. Das ist, glaube ich, was sich durch alle Teams so durchzieht. Das ist auch nochmal ein ganz spannender Gedanke. Also wenn ich es jetzt nochmal reflektieren darf, im Endeffekt dieser Gedanke der teamübergreifenden Zusammenarbeit, dieses Synchronisieren zwischen Teams, lässt sich nicht exklusiv auf Entwicklung und Betrieb eingrenzen, sondern du siehst auch ganz klar den Benefit bei anderen Teams. Ja, absolut. Also es gibt ja schon mehrere Erweiterungen zu DevOps, ob das jetzt DevSecOps oder sonst irgendwie heißt. Man könnte das auf, ich glaube, jedes Team irgendwo erweitern, weil das Problem bleibt ja das gleiche. Ich habe irgendwie zwei Teams, oder mehrere Teams, die an einem Produkt arbeiten, und jeder hat irgendwie seine Herausforderungen in dem ganzen Bereich und irgendwo muss ich Sachen übergeben an ein anderes Team, die ich vorher gemacht habe. Und da gibt's halt immer irgendwelche Reibungen und das muss jetzt nicht beschränkt sein auf Entwicklung und Betrieb. DevSecOps und bis DevOps, das wären, glaube ich, so zwei relativ prägnante Begriffe. Falls irgendjemand bei den Hörern da draußen Interesse hat, sich zu diesem Thema mit mir mal auszutauschen, dann meldet euch gerne, würde gerne mal drüber quatschen. Okay, danke für die Einblicke. Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage. Was denkst du, sind die größten Trends oder Herausforderungen in IT und Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren, die man auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte? Genau. Ja, ich glaube, das große Thema, über das alle sprechen, sind ja künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ich glaube, da sind wir ja schon mittendrin. Das wird ein großes Thema. Bei uns auch schon, sage ich jetzt mal. Gut, wir haben sehr viele Bilddaten und andere Daten, die man da irgendwie verwurschteln kann. Also ist es bei uns schon irgendwie angekommen und ich glaube auch so in der breiten Masse ist es ja schon ein großes Thema.
Ich glaube, spannend wird es gerade, wie man das sinnvoll begrenzt, nenne ich es jetzt mal, oder da irgendwie 'n Rahmen zu schaffen dafür, dass es auch, sinnvoll eingesetzt wird. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung in dem Bereich. Und ansonsten weitere Themen. Ich glaube, Cybersicherheit ist immer was man zu wenig auf dem Schirm hat, aber was ein größeres Thema wird. Ähm, Grade dadurch, dass immer mehr Geräte miteinander vernetzt sind, also Thema IoT, gibt es da, glaube ich, immer mehr Einfalltore und dann sollte man das wirklich auch ernst nehmen in allen Bereichen. Das ist so das Zweite, was ich sehen würde. Und ansonsten, ja, du hast es ja schon, sage ich mal, so ein bisschen das Steckenpferd, das Thema. Also, ich glaube, Remote-Arbeit und, Technologien, um irgendwie zusammenzuarbeiten, auch wenn ich nicht am gleichen Ort bin, das wird auch was sein, was uns noch eine Zeit lang beschäftigt. Klar hat's da jetzt so den ersten Anstoß gegeben, aber es ist ja nicht nur ich sage jetzt mal, die Technologien, um da zusammenzuarbeiten, sondern auch vielleicht irgendwie, 'ne Kultur zu schaffen in Unternehmen, dass ich trotzdem eine Firmenzugehörigkeit habe, ohne dass ich vielleicht wirklich die ganze Zeit am gleichen Platz bin, ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung. Weil ja viele Unternehmen jetzt so wieder den Weg zurückgehen und mehr Präsenzarbeit einfordern. Denkst du, das ist eine bleibende Tendenz oder wird es jetzt irgendwo einpendeln bei diesem aktuellen Stand der Homeoffice-Arbeit, nenne ich es mal? Ja, ich glaube, das ist irgendwie so eine Art Proxy, um irgendwie so das Gefühl von Kontrolle über die Mitarbeiter zu haben. Ich glaube, es wird sich eher einpendeln, weil einfach auch die Arbeitnehmer, glaube ich, immer mehr die Vorteile von Remote-Arbeit natürlich schätzen und nutzen wollen. Und dadurch, dass wirklich die Arbeitnehmer auch noch den Arbeitsmarkt irgendwie bestimmen, geradezu in der IT, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wieder komplett zurückgeht auf, volle, ja, In-Office-Stellen. Also, ich glaube, das ist wirklich was wahrscheinlich sich wieder einpendeln wird. Es wird, glaube ich, nicht der Fall sein, dass alle 100% remote arbeiten. Bin ich auch nicht der Riesenfan, weil ich auch immer noch gern irgendwo den Kontakt habe. Und es gibt einfach Tätigkeiten oder Events, wo ich einfach sehe, das funktioniert, vielleicht dann doch einfacher in Person. Vielleicht auch, weil es die Tools noch nicht gibt, um das zu machen. Das ist ja auch was kommen kann, dass es irgendwie ein tolles Brainstorming, wir hocken alle in einem Raum Online-Tool gibt, aber, das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, den wir immer hatten, wo wir gesagt haben, wir hocken uns mal zusammen, kritzeln mal ein bisschen, das geht halt einfach doch noch irgendwo besser. Aber ich glaube, das ist ja, was ich sagen würde, es wird wahrscheinlich sich eher wieder ein bisschen weggehen von dem Thema, dass alle wieder die Leute zurückrufen, auch bei den großen Firmen. Du sprichst mir aus der Seele. 100% Homeoffice, glaube ich, bin ich auch kein großartiger Fan. Ich sage mal so, diese Zusammenarbeit an gewissen Projektthemen oder wenn es mal wirklich darum geht, sich einen Plan zu machen oder mal zu reflektieren, dass man sich mal vor Ort trifft, muss ja jetzt keine fixe Quote sein, aber zumindest in regelmäßigen Abständen ist immer noch gut, aber trotzdem auch großer Verfechter von Homeoffice und genau, ich glaube so dieser aktuelle Stand, den wir so haben und dieses Mindset. Ich würde hoffen, wie du schon gesagt hast, dass es tatsächlich dabei einpendelt. So, und damit würde ich jetzt auch schon überleiten zu unseren heutigen Key Takeaways. Erstens, der Wille zur Veränderung muss aus dem Team kommen und muss von allen entsprechend mitgetragen werden. Im besten Fall wird dann kontinuierliche Verbesserung zur Gewohnheit. Zweitens, der Weg von Silo-Organisationen zur teamübergreifenden Zusammenarbeit im Sinne des DevOps-Gedankens sollte schrittweise passieren. Ein guter Startpunkt dafür ist immer zuerst den Flaschenhals zu identifizieren und dort zu optimieren, denn alle anderen Änderungen werden am Ende keine Verbesserung mit sich bringen. Drittens, DevOps-Methoden sind nicht beschränkt auf Dev und Ops, sondern sind beliebig erweiterbar auf alle Teams, zum Beispiel Sec und Ops oder Bis und Ops und was es sonst noch alles gibt. Stefan, hast du noch was zu ergänzen? Ne, ich glaube erstmal nicht. Ist auf jeden Fall hilfreich und interessant, selber mal so über den eigenen, Weg mal nachzudenken und, das so 'n bisschen in Kontext zu setzen. Also, für mich sehr, sehr interessant auch. Mir hat's auch Spaß gemacht. Und in diesem Sinne sind wir leider auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge angelangt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns zu Gast warst. Danke für den tollen Austausch. Es hat mir viel Freude gemacht. Ja, auch danke, für die Einladung und, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, danke. Danke auch euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt.
Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.